So, da bin ich wieder mit einem neuen Video und ich habe gerade meine Gesichtspflegeroutine abgedreht. Und wenn ihr das Video verpasst haben solltet, dann verlinke ich euch das hier mal oben in der Ecke. Und heute werde ich euch meine aktuelle Make-up-Routine zeigen. Also das schließt sozusagen nahtlos an das Thema vom vorherigen Video an. Es war ja ein sehr langer Sommer und dementsprechend fiel auch mein Make-up die ganze Zeit relativ sommerlich aus. Also sehr simpel, nicht allzu viel Foundation und ja, schön schnell und easy, aber trotzdem hoffentlich schön frisch aussehend. Ja, und bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich wirklich monatelang genau das gleiche Make-up trage. Also maximal kommen so kleine Änderungen rein, irgendwie da mal eine Farbe auf den Augen mehr oder so. Aber eigentlich meistens habe ich genau das gleiche Make-up immer und die gleichen Produkte, bis die dann aufgebraucht sind oder bis ich irgendwie echt mal die Nase voll habe und dann neue Produkte verwende. Aber ja, Make-up-Routine ist bei mir wirklich Routine. Da laber ich jetzt nicht mehr weiter drum rum und wir beginnen mit meinem Make-up. Ich benutze aktuell keine Foundation und deswegen gehe ich gleich zum Concealer über. Aktuell ist meine Haut eben so gut, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich unbedingt noch zusätzlich Foundation brauche. Eventuell wird es dann so sein, wenn ich jetzt so im Herbst, Winter wieder so ein bisschen heller im Gesicht werde und ich das Gefühl habe, da brauche ich einfach nochmal ein bisschen mehr Grundfarbe. Da kommt dann eventuell wieder Make-up zum Einsatz. Aber ich mache hier erstmal weiter mit einem Concealer für die Augen und zwar ist es hier von Becca und zwar der Under Eye Brightening Corrector. Das ist so ein pfirsichfarbener Concealer. Ich habe relativ dunkle Augenlider. Bei mir ist nicht so der Under-Eye-Bereich das Problem, sondern eher meine Augenlider sind so sehr stark, wie sagt man, die Blutgefäße sieht man sehr stark durch. Und da gebe ich dann immer gerne ein bisschen Deckkraft drüber. Im nächsten Schritt kommt dann der Concealer fürs Gesicht und da benutze ich aktuell von NARS den Radiant Creamy Concealer in der Farbe Macadamia. Und ihr werdet sehen, der wird mir so bald ein bisschen zu dunkel sein. Jetzt geht es gerade noch so, aber ich werde halt jetzt auch, jetzt wo wir immer weniger Sonne haben, werde ich wieder heller im Gesicht und da brauche ich dann ganz bald eine andere Nuance. Also überall, wo notwendig, trage ich dann den Concealer auf. Sieht echt richtig lustig aus. Ja, also obwohl ich nur Concealer drauf habe, finde ich, dass meine Haut perfektioniert ist. Ich finde, alle Unebenheiten sind ausgeglichen, irgendwie kleine Pickelchen sind abgedeckt. Und ja, man sieht echt aus, als wäre man komplett ungeschminkt, weil man wirklich noch so die Struktur von der Haut sieht. Und dadurch sieht man einfach nochmal so ein bisschen frischer und gesünder aus, finde ich. So, weiter geht's mit den Augen bzw. Augenbrauen und da benutze ich von Armani das Eye and Brow Maestro in der Farbe Ambre. Das habe ich immer bei Daisy benutzt, wenn ich konnte, weil das ist echt ein gutes Augenbrauenprodukt, weil die Farbe so super gut ist. Also es ist so eine, ist genauso die gleiche Farbe wie mein Oberteil. Und die Haltbarkeit ist sehr, sehr gut. Es hält echt den ganzen Tag. Man kann es aber dann auch als Lidschatten benutzen. Also als Lidschattenfarbe finde ich, das ist auch sehr, sehr schön. Und dafür benutze ich immer so einen ganz kleinen angeschrägten Pinsel. So, meine Augenbrauen sind aktuell wieder so ein bisschen dünner. Deswegen muss ich die ein bisschen mehr auffüllen. Gerade hier hinten finde ich am Brauenbogen. Und was ich auch gerne mache, ist, dass ich die Augenbraue so ein bisschen optisch verlängere, weil meine dann doch irgendwie sonst relativ kurz wächst.
Also, wie man sieht, ich finde, aufgefüllt sieht das einfach nochmal so ein bisschen, ja, man sieht halt ein bisschen mehr hergerichtet aus. Ich benutze von Kea Weiß den Highlighter. Ich weiß gerade nicht, wie die Farbbezeichnung ist, aber ich glaube, dass es nur einen Highlighter gibt bei Kea Weiß. Und der erinnert mich sehr, sehr stark an den Living Luminizer von RMS, den ich echt abgöttisch geliebt habe. Wenn ich das aufgebraucht habe, werde ich mir den wahrscheinlich mal wieder zulegen, weil das echt der geilste Highlighter ist. Der hier ist noch ein bisschen langanhaltender, muss ich sagen. Aber der Living Luminizer hat nochmal so einen eher nasseren Effekt, was ich sehr, sehr geil finde. Und ja, der hier ist eher so klassisch. Ein klassischer Creme-Highlighter, der aber auch sehr, sehr schön und sehr natürlich aussieht. Und Kea Weiß ist auch eine sehr, sehr schöne Marke. Weiter geht's mit Bronzer und da benutze ich ein super altes Produkt und zwar von Hoola. Von Benefit meine ich den Hoola Bronzer. Das ist echt so ein alter Klassiker. Hat halt echt den idealen Bronzerton und wie ihr seht, der ist auch echt fast leer. Also bald wird er schon so richtig abbröckeln. So, und dann klatsche ich das einfach auf. Manche sagen, oh mein Gott, du bist so schön gebräunt. Und dann sage ich, ja, ist halt alles Bronzer. Ihr werdet gleich den Unterschied sehen. Ich mache das echt relativ viel drauf. So auf der Nase. Ich finde, auf der Nase macht es den krassesten Unterschied. Dann sieht man halt automatisch so sonnenküsst aus. So, und dann hier noch. Das Gesicht hat einfach mehr Form, man sieht nicht so flach aus. Im nächsten Schritt gehe ich dann darüber mit dem Rodial Insta Glam Compact Deluxe Banana Powder. Also ein eher so gelbstichiges Gesichtspuder. Und auch das wieder fast leer. Bei dem bin ich echt traurig, wenn es dann leer ist, weil ich mit dem sehr, sehr zufrieden bin. Der leichte Gelbstich, finde ich, beseitigt dann noch so die letzten Rötungen im Gesicht. Und ich finde, das mattiert schön, ohne dass es zu mattiert ist. Also man sieht trotzdem noch sehr glowy aus, aber so der überschüssige Glanz ist beseitigt. Ich benutze zuerst den Bronzer und dann erst das Gesichtspuder, weil ich ja meistens relativ viel Bronzer benutze und dann ja, gleiche ich das dann auch nochmal aus. So, und dann benutze ich noch ein Rouge und zwar ist das auch ein alter Favorit. Das ist Hourglass Ambient Lighting Blush in der Farbe Dim Infusion. Das ist hier so dieser schöne Korallton mit den ganz leichten, ja, so Glitzerpartikel, aber die jetzt keine krassen Glitzerpartikel sind, sondern einfach nochmal so ein bisschen, so ganz leichter Schimmer einfach. Das gebe ich dann nochmal. Ich benutze übrigens immer den gleichen Pinsel, weil ich bin einfach zu faul. Und es funktioniert auch so. So. Das gebe ich dann einfach nochmal auf die Apfelbäckchen, damit ich nicht zu braun bin und einfach nochmal ein bisschen frische Farbe im Gesicht habe. So, jetzt bin ich am Überlegen, welche Mascara ich für dieses Video verwenden werde, weil ich aktuell zwei Mascaras in Benutzung habe, also ich habe eine lange Zeit lang die Mascara von Glossier benutzt, der Lash Slick Mascara, die Mascara, ich komme ganz durcheinander gerade, verzeiht mir. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Wimperntusche bald leer ist und deswegen zu trocken und daher nicht mehr ganz so gut performt wie normalerweise. Und dann habe ich jetzt noch relativ neu in Benutzung von Marc Jacobs die
Velvet Noir Mascara. Ich glaube, ich benutze fürs Video erstmal das und hoffe, dass die heute noch relativ gut performt, damit das Ergebnis auch stellvertretend ist, weil ich finde die Mascara wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich habe es ja auch in den Favoriten-Video gezeigt und ich finde die Wimperntusche echt sehr, sehr gut. Hier mal ein kurzer Zwischenstand, damit ihr den Vergleich seht. Ja, dann fehlen eigentlich nur noch die Lippen und da benutze ich von Elizabeth Arden die 8-Hour Cream. Das ist hier so ein fester Lippenbalsam. Ich liebe einfach den Geruch. Der ist so leicht medizinisch, aber mega geil. Und als Lippenstift im Alltag benutze ich von Surratt einen nudefarbenen Lippenstift. So, das ist die Farbe Nude de Soleil, also ist ein sehr nudefarbener Lippenstift. So. Für den Alltag benutze ich eben am liebsten Nude, weil das ist wirklich unkompliziert, wenn der so ein bisschen, wie sagt man, über den Tag hinweg verschwunden ist. Es ist nicht so auffällig, als wenn man einen roten Lippenstift benutzt. Und ja, ich bin momentan gerade nicht so in so einer roten Lippenstiftphase, deswegen Nude. Und ja, damit sind wir durch mit meinem Make-up. Manchmal fette ich noch so ein bisschen nach. Entweder gehe ich da mit so einem Blotting Paper nochmal drüber oder ich puder meine Stirn nochmal ab. Ich mache das mal eben. So, einfach hier nochmal ein bisschen und da. Ja, und das sind eben die Make-up-Produkte, die ich für diesen Look hier aktuell verwende. Viele davon sind ja bald leer, aber ja, ich werde wahrscheinlich sehr, sehr ähnliche Alternativen benutzen danach und dann wird der Make-up-Look sehr ähnlich aussehen wie dieser hier. Und ja, aber ich werde euch ja dann einfach auf den Laufenden halten, wenn ich dann irgendwie ein super tolles Make-up-Produkt entdecke und dann taucht es bestimmt in einem Favoritenvideo oder so auf. Oder ich mache irgendwie in einem halben Jahr nochmal eine Make-up-Routine. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren schreiben, wie interessant ihr sowas findet. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!